Ja, erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit und das Privileg, hier sprechen zu dürfen. Zum wiederholten Mal, was mich persönlich sehr freut und wo wir schon mitten im Thema sind. Die Arbeit, mit der ich mein Diplom nachqualifizieren möchte, beschäftigt sich nämlich mit Happiness. Ein Thema, das auf den ersten Blick trivial erscheinen mag und dennoch bei genauerem Hinsehen ebenso Bereiche unserer Zivilisation beschäftigt, denen ganze Rubriken in Tageszeitungen gewidmet sind. Wirtschaft. Welche Rolle spielt Happiness in ökonomischen Prozessen? Produktivität, Werbung, Kaufverhalten etc. Politik. Ist nicht jedes demokratische Streben der Versuch, letztlich kollektives Glück zu organisieren? Wissenschaft. Also Soziologie, Psychologie, Philosophie, Neurologie, Pharmakologie, nur um wirklich einige zu nennen. Mittlerweile scheint es so, dass kaum eine Disziplin sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Anstatt Antworten vorwegzunehmen oder über die Bedeutung der Arbeit zu sprechen, lade ich Sie ein, mit mir ein kleines Experiment zu wagen. Es ist simpel, spielerisch und vielleicht eröffnet es uns neue Wege, Happiness zu denken. Vielleicht macht es sogar ein bisschen happy. Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im engen Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Was könnten Sie uns darüber offenbaren? Was sehen Sie beim genauen Betrachten? Was erkennen Sie in den Formen, Farben und Strukturen? Die Methode erinnert an den psychologischen Rorschach-Test, entwickelt in den 1920er Jahren. Dabei werden abstrakte Tintenkleckse genutzt, um unbewusste Gedanken und emotionale Zustände sichtbar zu machen. Die Idee ist simpel. Mehrdeutige Bilder regen individuelle Interpretationen an. Eine zentrale Frage bleibt jedoch: Beeinflusst die Ästhetik der Tintenklecksbilder, ihre dunklen, fast schon düsteren, asymmetrischen Formen, nicht auch unsere Assoziationen? Und auch beim Betrachten dieser Abbildungen, fällt es Ihnen da leichter, Positives oder Negatives zu sehen? I just found out that you could force yourself to be happy, and I just tried it and it worked, so I wanted to show it to you guys. Literally just start smiling and hold a smile for 20 seconds. Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Sie visualisieren Proteinstrukturen, die an der Regulation von Glücksgefühlen beteiligt sind. Dopamin, ein zentraler Neurotransmitter, spielt eine Schlüsselrolle bei der Belohnungsverarbeitung, Motivation und der Entstehung von Freude ganz allgemein. Rezeptoren wie D1 und D2 wiederum sind essentiell für die Signalübertragung im Gehirn. Molekulare Simulationen wie diese zeigen, wie selbst kleinste Veränderungen in den Faltungsmustern, etwa durch Mutationen oder Umwelteinflüsse, die Dopaminaktivität beeinflussen können. Offenbart sich hier nicht die Eleganz und Präzision biochemischer Mechanismen, die unser emotionales Wohlbefinden formen? Have you ever seen the video where they asked AI to create an enlightened bunny and they keep going and make it more enlightened? Essentially, the bunny becomes God. Here's an image of an adorable bunny sitting in a grassy field surrounded by wildflower. Make it happier. And then ChatGPT makes it brighter eyes, make it even happier. And now it's like leaping through the air with joy. Make it happier. Now, even happier bunny is becoming quite a challenge, ChatGPT says. Happier. We've reached extraordinary levels of happiness in our bunny illustrations. You are not understanding. It needs to be far more happy. Here's an image of a bunny representing a form of joy that surpasses the concept of happiness. Next one. Here's an image of an entity that transcends the form of a rabbit, embodying a happiness so vast and powerful it permeates all dimensions and universes. Go one more. Here's an image of a bunny transcending into a physical form of boundless happiness. One more. This is the end. This entity is the very essence of happiness, the only existing being, and the defining force of all existence. Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im engen Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Affective Dynamics AI, kurz ADAI, eine speziell für die Glücksforschung trainierte künstliche Intelligenz, weigerte sich gewissermaßen, Happiness in einem einzigen Bild darzustellen. Statt einfach die gestellte Aufgabe zu erfüllen, stellt sie ungefragt eine eigene These auf. Glück könne nicht in einem einzigen Bild dargestellt werden. Das ADAI-Modell generierte stattdessen 1000 Bilder. Sie sehen hier einen Auszug
und erklärte anschließend, dass diese sich in 10 hoch 2568 möglichen Kombinationen anordnen ließen. Als wäre die schiere Anzahl der Variationen eine mögliche Antwort auf die Frage nach Happiness. Die Interpretationen der KI zur Visualisierung bleiben nämlich leider vage bis widersprüchlich. Ein pluralistisch kunterbunter Ansatz, der mehr Fragen aufwirft, als er Antworten liefert. Was erwarten wir eigentlich von einer ultimativen Darstellung von Happiness? Lässt sie sich überhaupt als statisches Bild festhalten? Oder nicht vielmehr im Unvollendeten, Entstehenden, Unerwarteten verorten? Money, power, pleasure, and honor, by which he meant fame, and which we mean prestige in life. Those are idols that never bring satisfaction. They run you in the wrong direction. If you want to be ambitious for truly the 4 things that will enduringly bring authentic happiness. Arbeit, die gelingt und Liebe, die erwidert wird. Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Sie visualisieren, wie sich Glück in sozialen Netzwerken verbreitet. Hier sind nicht die digitalen Plattformen gemeint, sondern tatsächliche zwischenmenschliche Beziehungen. Eine soziologische Studie der Forscher Fowler und Christakis aus 2008 zeigte, dass Glück nicht nur ein individuelles Phänomen ist, sondern sich wie ein Geflecht durch Beziehungen ausbreitet. Die Visualisierungen zeigen farbkodierte Knotenpunkte, die Individuen repräsentieren, wobei jede Farbe Kombinationen von Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Wohlbefinden darstellt. Bemerkenswert ist, dass der Einfluss glücklicher Individuen über mehrere Trennungsebenen hinwegreicht. Eigenes Glück infiziert damit nicht nur unmittelbare Freundinnen, sondern auch deren Netzwerke um bis zu 3 Ecken sozusagen. Was können diese Abbildungen uns über die epidemiologischen Prinzipien von Glück offenbaren? It's gonna work, it's crazy. It might be a little bit cringe, but at the end of the day, happiness is cool, so. If you can't find happiness here on Earth, with all the richness and variety that life has to offer, how the hell are you going to find it on another planet? Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Sie visualisieren, basierend auf Modellen sozialer Prozesse, das Phänomen der Massenverzückung. Dabei handelt es sich um eine kollektive emotionale Aufladung, die sowohl ekstatische Euphorie als auch destruktive Entwicklungen hervorbringen kann. Elias Canetti beschreibt in Masse und Macht, wie Menschenmassen nach Wachstum streben und individuelle Ängste in kollektive Handlungen umwandeln. Ein Beispiel für positive Massenentzückung ist die Klimabewegung, die Millionen vereint. Demgegenüber zeigt die Covid-19-Pandemie, wie Panik zu beispielsweise Hamsterkäufen und Versorgungsengpässen führen kann. Lassen sich in den Abbildungen Momente erkennen, in denen Ordnung in Ekstase übergeht oder sich aus chaotischen Bewegungen eine neue Form bildet? Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Sie zeigen das Verhalten von Mikroorganismen, die sich in einen kollektiven Zustand der Euphorie versetzen. Ein Beispiel dafür sind Schwärme von biolumineszierendem Plankton wie Dinoflagellaten, die auf chemische Signale reagieren. Erreichen diese Signale eine kritische Konzentration, synchronisieren die Organismen durch sogenannte Quorum-Sensing-Moleküle ihre Aktivität und erzeugen eine Art kollektiven Orgasmus. Können diese Abbildungen die Energie und Schönheit einfangen, die entsteht, wenn Leben in seinen einfachsten Formen triumphiert? We can just sit there with like a pizza and a drink, like, that's not holding, and just be like, and enjoy ourselves. They're jealous how simple the male brain is. You can just sit there and be entertained and find true happiness. Die Abbildungen, die Sie hier sehen, stehen im engen Dialog mit dem, was wir als Happiness bezeichnen. Sie haben es mit jemandem zu tun, der sich nach dem Abschluss seines elitären Kunststudiums für den Unterhalt seiner Familie entschieden hat. Und auch in der Gefahr, jetzt pseudoreligiös angehauchte, fernöstlich klingende Weisheiten zu rezitieren. 3 rules for a happy life. Nach 5 Jahren sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hatte ich im Spiel mit den Kindern bei dem Versuch, 1000 bunte Spielzeugmagnetkugeln platt zu drücken, einen unverhofften Moment epiphanischer Entzückung. Es entstanden die ersten Happy Flat Sculptures. Kurz darauf hatte ich das Vergnügen, 1000 Skulpturen zu formen
und diese jeweils abzulichten. Seit der Kalenderwoche 20 des Jahres 2020 wird eine davon wöchentlich veröffentlicht. In den letzten 5 Jahren wusste außer mir kaum jemand davon. Es hat mir völlig gereicht, sie mir ab und zu anzuschauen, um mich daran zu erfreuen. Happiness? Happy penis. No, happiness. Happy penis. What? Menschen, die zuvor aufgefordert wurden, über die positiven Aspekte ihres gegenwärtigen Lebens nachzudenken, beschreiben sich selbst als glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben im Großen und Ganzen als solche, die über negative Aspekte nachdenken sollten. Zumindest kommen die Psychologen Norbert Schwarz und Fritz Strack in einer einschlägigen Studie aus dem Jahr 1991 zu diesem, wie ich finde, wenig überraschenden Ergebnis. Was die 1000 Happy Flat Sculptures jetzt darstellen, spielt eine geringere Rolle als der Resonanzraum, den sie ermöglichen.